Boss ist Voice und nervt beim Essen. Also mein Schuh plus Mittelfinger ungefähr. Auseinander. Es geht weiter mit dem Projekt. Pulverteile gehen auf Reise. Jetzt muss jetzt erstmal alles eingepackt werden. Das geht zu Andy. Wer ihn nicht kennt, Andy96, Instagram abchecken. Der Typ kann pulvern, das ist der Hammer. Farbverlauf möglich und hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was der alles auf dem Kasten hat. Gerne mal abchecken. Und jetzt kommt das alles in Karton. Karton zuschneiden, zusammenpacken. Felgen Dito, da muss ich mir gleich noch was für überlegen. Jo. Also die Idee ist, das alles zusammenzupressen, damit das nicht groß rumklötet. Ich meine, passieren kann nichts, kann keine Kratzer machen, aber es muss ja auch nicht scheppern während der Fahrt. Ich stelle mir vor, ich fahre Post und habe die ganze Zeit das hier. Muss nicht sein, deswegen seht ihr gleich, was ich vorhabe. Interessiert euch das überhaupt? Boss ist Voice und nervt beim Essen. Eine Lawine. Und hat das geklappt? Ja, naja, okay, der Wille war da. Hier haben wir übrigens noch andere KTM-Teile. Hier ist ein Lenkerich, ein schwarzer von Original KTM. Dann haben wir hier jede Menge Teile. Unsere Bremsscheiben. Darüber haben wir bei Instagram abgestimmt. Das sind Wave-Scheiben, die seht ihr dann. Bremsbeläge, hier sind drin von ProBrake die Sachen, was ich sagte. Hier sind alle Ersatzteile drin, Bremsflüssigkeit, Bremsleitung, alles was so neu muss. Radlager, Schwinglager, Lenkkopflager, all das ist hier drin zum Bremsüberholen, da kümmern wir uns dann aber drum. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Und der Plan ist jetzt, die beiden Felgen zusammen in einen Karton zu bekommen, weil vom Durchmesser her sind die ja nicht ganz so groß. Mein Schuh als Vergleich. Was wiegen die wohl? 2 so Felgen. Also eigentlich auch egal, ne? Müssen sowieso weg. Ich habe die jetzt zusammengebunden hier, damit die nicht hin und her flattern, das sollte halten. Jetzt kommt das schön press in irgendeinen Karton. Also mein Schuh plus Mittelfinger ungefähr. www.felgenkarton.de. Das sieht doch schon mal fast richtig aus. Mal irgendwie die Lücken füllen, stopfen und dann tschüss. Und um so transparent wie möglich zu sein, also erstmal kann man auch mal was zu trinken mitschicken, wenn Andy sich der Sache annimmt. Und das andere ist, das muss ich und will ich dazu sagen, Andy nimmt von mir für das Pulvern kein Geld. Er hat gesagt, das ist sein Beitrag zu dem Projekt und er will dafür nichts haben, beziehungsweise das macht er so. Ich habe auch keine Werbung für ihn machen müssen, aber ich mache es gerne, weil der echt schweinegute Arbeit macht. Also seht euch das an bei ihm. Ich kann es nicht oft genug sagen. Vor allen Dingen preislich ist das absolut top. Und deswegen sage ich das hier gerne. Wenn du das siehst, Herr Puttke, vielen lieben Dank, ne? Die Themensprünge kennt ihr jetzt ja mittlerweile. Wir haben jetzt folgende Mission. Es gibt ein Problem bezüglich Fahrwerk. Ich habe mit Firma Mototech telefoniert. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Der wurde mir öfter in der Facebook-Gruppe von mir /uns empfohlen. Momentan ist es so, dass er niemanden hat zum Eloxieren. Ich habe aber jemanden zum Eloxieren. Das bedeutet, diese Holme müssen schwarz. Ich werde die Holme jetzt ausbauen bzw. die Gabel zerlegen. Das Ganze geht dann zum Eloxieren, also die Außenhülle geht zum Eloxieren mit den anderen Teilen. Wenn das alles zurück ist, geht das zusammen zur Firma Mototech und er baut dann die Gabel wieder zusammen und stimmt das Ganze ab, weil das überschreitet meine Kompetenzen. Zerlegen und ganz normalen Service kann ich machen. Alles darüber hinaus habe ich keine Ahnung von und deswegen werden wir uns jetzt um diese Geschichte kümmern. Ich halte zwischendurch die Kamera drauf, ihr kennt das Spiel. Zum Thema Federbein kann ich nur Folgendes sagen. Das Ding liegt hier in der Ecke rum und wird auch nicht wieder in den Einsatz gebracht. Wenn ihr dann jetzt so langsam die Güte hättet, Sticker zu kaufen, dann könnten wir hinten Wilbers Federbein einbauen. Und ich habe jetzt übrigens eine Hebebühne. Also kauft Sticker, kaufen wir Wilbers Federbein für der Gerät. Okay? Okay. Die Innereien sind raus. Hier ist das Cartridge. Das habe ich so in der Art noch nicht in der Hand gehabt, deswegen musste ich gerade auch erstmal gucken, wie das hier sitzen tut. Auf jeden Fall hatte die Gabel vor nicht allzu langer Zeit mal einen Service. Die Schraube ist nagelnew. Alles sieht sehr gut aus, das Öl war sauber, das stinkt nicht. Also Norman hätte mir auch eben sagen können, dass das erst vor kurzem noch Geld gekostet hat. Aber egal, wie gesagt, muss schwarz. Auseinander. Sodale. Die sind alle auseinander. Die Hüllen sind jeweils jetzt ja hier nur so Alu-Rohre, wo der Rest halt drin geführt wird. Wie gesagt, die werden jetzt umeloxiert und dann geht das Ganze zu Motech, aber das sagte ich glaube ich auch. Was wir jetzt noch versuchen werden, ist hier die Gabelfüße abzuschrauben, weil dann können die auch gleich richtig schick und schön gepulvert werden, statt dass die
im kompletten Zustand lackiert werden müssten. Ich denke, ihr versteht, wie ich das meine. Wir versuchen das natürlich so geil wie irgend möglich hier hinzubekommen. Und wie gesagt, Federbein hinten habe ich vorhin was zu gesagt. Geht am Ende nur über die Finanzen. Möchte ich hier an der Stelle nochmal drauf aufmerksam machen und ansonsten kommen wir gleich mit anderen Unsinn um die Ecke. So, moin, ich bin's, Colin. Holger hat mich gebeten, fürs Projekt die Sitzbank neu zu beziehen, ein bisschen aufzupolstern. Zu mir erstmal, ich bin Orthopädie-Schuhmachermeister, habe für mich selber eine Sitzbank genäht und diese fürs Projekt wird jetzt meine zweite. Bin gespannt, was dabei rumkommt. Ja, ich filme das jetzt selber einfach ein bisschen, weil ja, ich mache das jetzt zu Hause. Also ich habe den Bezug abgezogen, aufgepolstert habe ich es in der Firma und ja, jetzt werde ich halt die Sachen zuschneiden und zusammennähen werde ich es in der Firma in der Mittagspause, denke ich mal. Da kann er dann schlecht dabei sein. Er hat mich darum gebeten, dass ich mal so die Kamera ein bisschen drauf halte. Zu seinen Vorstellungen, er hat das ja alles so schön angezeichnet hier. Dieser hintere Teil, der hier so ein bisschen runterläuft in die Ecke, der wird aus so einem schwarz gummierten Anti-Rutsch-Material gemacht. Dieser mittlere Teil, der verläuft so in den Tankspoiler. Da dieser Orange kommt, wird da auch so ein oranges Kunstleder genommen. So mit so ein bisschen Struktur ist da dran. Genau, und das orange Teil, das soll halt ein bisschen höher laufen, weil genau an dieser Kante hier, was er hier so angemalt hat, da soll der Tankspoiler wohl enden. Dass das dann einfach ein bisschen stimmiger ist, soll diese Naht einfach ein bisschen höher gesetzt werden. Dieser vorderste Teil, der wird auch aus einem etwas raueren, gummierten Material gemacht. Ich denke, das könnte ganz gut aussehen nachher. Das Ganze wird dann mit blauen Nähten abgenäht. Die Nähte, warte mal. Also da habe ich mir so ein blaues Garn bestellt. Das ist Seraphil in 20er Stärke. Genau, das wird dann blau abgenäht. Wegen den Stickereien, da weiß ich noch nicht, wie ich das umsetze. Ich habe keine Stickmaschine. Vielleicht finde ich eine Firma, wo man was besticken lassen kann. Dann kommt hier so ein weißes KTM-Logo noch hin. Hier soll das vom Brab-Support drauf kommen. Und was hat er noch vor? Ich glaube, das war's, ne? Aktueller Stand der Dinge ist, ich habe die Klammern entfernt. Das wird so umgelegt und dann wird das festgeklammert. Die habe ich alle rausgenommen. So, und dann habe ich in dem Bereich, wo man drauf sitzt, da habe ich so ein 10 mm starkes Polster aufgeklebt. Meine weitere Vorgehensweise wird jetzt sein, das werde ich einmal auftrennen. Dann habe ich schon mal das hintere Modell quasi fertig. Hier vorne, da werde ich es, denke ich mal, einfach nur abschneiden, dann eine Zugabe geben. Dann müsste das eigentlich auch hinhauen. Ja, kommen wir zum Ausschneiden. Ich habe mir das schon mal grob angezeichnet jetzt. Hier, wo das andere Teil dran gesetzt wird, da habe ich einen Zentimeter Zugabe gegeben. Hier hinten genauso, weil das ja nochmal umgeschlagen wird. Das Ganze habe ich jetzt einfach hier an den zwei Kanten eingestrichen mit Kleber. Das ist so ein normaler Schuhkleber. Das Ganze werde ich gleich zusammenkleben, abnähen. Zusammengenäht ist das Ganze jetzt. Jetzt nehme ich mir die Folie. Ups, das ist wohl das, was man einen SD-Karten-Crash nennt. Ja, die Sitzbank ist bei mir. Entschuldigt bitte, dass das so ein bisschen abgehackt ist, aber Colin hatte ja ein wenig Startschwierigkeiten, was das Filmen angeht. Ging mir am Anfang auch so, ich sehe es ihm nach, ihr sicher auch. Das ist die Sitzbank. Auf die Stickereien müssen wir leider verzichten, weil sich das gar nicht so leicht umsetzen lässt, wie wir anfangs gedacht haben. Aber das macht nichts, es wird trotzdem passen. Dann eher so in dem schlichteren Stil. Schön. Ich würde sagen, genug Themensprünge, genug gehampelt. Video für heute fertig. Wir sehen uns Montag wieder. Tschüss.